Servus und willkommen zur neuen Ausgabe der PCGH News. Obszöne Preise kursieren um den raren DDR5-Speicher. Windows 11 drückt den Nutzern seinen Edge-Browser immer penetranter auf. Beim Landwirtschaftssimulator 22 gab es eine Kehrtwende der User-Bewertungen. Und das Weltraumsimulationsprojekt Star Citizen hat den Finanzierungsmeilenstein geknackt. Mit Intels Alder Lake-Generation Anfang des Monats gelang auch der erste DDR5-RAM in den Massenmarkt. Doch der ist knapp, woraus sich manch ein Scalper ein Geschäft machen will. Es handelt sich um wirklich keine neue Masche. Knappe Produkte wie Grafikkarten, PlayStation 5 und Co. werden vergleichsweise günstig eingekauft und zu Mondpreisen auf eBay und anderen Plattformen angeboten. Die sogenannten Scalper bereichern sich durch solche Angebote. Es gibt wohl Käufer, die sich von diesen Preisen nicht abschrecken lassen. Nun trifft es die DDR5-Arbeitsspeicher. Diese sind seit dem Release von Intels jüngster Generation am 4. November auf dem Mainstream-Markt interessant geworden. Laut PCMac.com werden die neuen Speichermodule aufgrund der Verknappung gerade für bis zu $2.000 oder mehr verkauft. Zum Vergleich, der ursprüngliche Einzelhandelspreis der RAM-Speicher in den USA variierte zwischen 116 und 369 US-Dollar. Auch dies erscheint bereits im Vergleich zu DDR4-Speichern recht teuer. Mittlerweile scheinen sie nach dem Bericht überall vergriffen zu sein, außer zu obszönen Mondpreisen auf eBay. Diese Angebote haben aber noch nicht solche Ausmaße wie in der Vergangenheit angenommen. Bei einer kürzlichen Suche auf eBay konnten laut der Webseite nur 20 Angebote für DDR5-RAM-Kits ausgemacht werden. Hierzulande findet sich dahingehend gegenwärtig nur ein Angebot. Ein 32 GB Kit DDR5-RAM der Marke Corsair Dominator Platinum RGB für gegenwärtig 1.010 € und immerhin 55 Gebote. Wer hätte es gedacht? Die Ursache für den DDR5-Mangel rührt von der Chipknappheit. Im Besonderen gibt es Lieferschwierigkeiten des Power-Management-Chips. Dieser ist 10-mal teurer als jener, der in DDR4-RAM-Modulen verarbeitet ist. Käufer von Intels Alder Lake-Prozessoren können unterdessen auch auf DDR4-RAM zurückgreifen, müssen das aber beim Mainboard-Kauf berücksichtigen. Microsoft will es wohl echt wissen. Es wird alles daran gesetzt, den Nutzer zum Edge-Browser zu nötigen. Den Standard-Browser zu ändern wurde mit Windows 11 weiterhin erschwert. Bei der Suche von Hilfeseiten innerhalb des Startmenüs von Windows 11 wird man außerdem zu Edge und der Microsoft-Suchmaschine Bing genötigt. Mozilla und Entwickler des Edge Deflector wehrten sich gegen den Edge-Zwang. Mozilla baute einen Code in ihren Browser ein, der Firefox startet, wenn dieser auch als Standardbrowser voreingestellt ist. Ähnlich verhielt es sich mit dem Programm Edge Deflector, welches die Vorgaben von Windows 11 einfach umging. Dies soll nun aber nicht mehr möglich sein. Tester hielten es erst für einen Bug im Preview-Bild, doch wie Microsoft jetzt bestätigte, wird eine Sperre für Drittanbieter-Apps wie Edge Deflector eingeführt. Windows erlaubt offene Anwendungen und Dienste auf seiner Plattform, einschließlich verschiedener Webbrowser, so ein Microsoft-Sprecher in seiner Erklärung gegenüber The Verge. Gleichzeitig bietet Windows sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11 bestimmte End-to-End-Benutzererfahrungen. Wenn wir auf eine unzulässige Umleitung aufmerksam werden, geben wir einen Fix heraus. Dieser Fix soll Teil eines bevorstehenden Updates sein. Daniel Alexanderson, Entwickler von Edge Deflector, zeigt sich unzufrieden über die Entscheidung des Unternehmens. Microsoft ist kein guter Verwalter des Windows-Betriebssystems. Sie priorisieren Werbung, Bundleware und Serviceabonnements über die Produktivität ihrer Benutzer. Anfänglich fielen die Bewertungen bei Steam zum neuen Landwirtschaftssimulator eher verhalten aus. Nun gab es eine Kehrtwende. Direkt nach dem Release bewerteten die Käufer das Spiel bei 49 Wertungen nur zu 69% positiv. Nun haben über 1500 Nutzer ihre Stimme abgegeben. Der Wertungsdurchschnitt liegt nun bei 81%. Daumen hoch, bei sehr positiv. Ein Spieler fasst die Meinung vieler Fans mit folgenden Worten zusammen: Neuer Landwirtschaftssimulator, neues Glück. Wie immer keine Revolution, aber eine gute Evolution. Grafik kann natürlich immer noch nicht mit einem Battlefield oder anderen AAA-Spielen mithalten, aber zum Vorgänger hat sich doch einiges getan. Solide Basis für die nächsten 3 Jahre, um dann mit Mods richtig gut zu werden. Ein weiterer Nutzer mit High-End-Hardware spielt auf maximalen Einstellungen und ist als Grafikphilist von der optischen Umsetzung begeistert. Über mangelnde Weiterentwicklung beschwert sich ein anderer Fan. Ihm fällt keine Verbesserung in der Physik auf und der 19er würde sich besser spielen lassen. Der comichafte Look macht für ihn die Grafik nicht besser, er versteht den Hype nicht und hofft auf qualitative Mods. Bei den Pressereviews verhält es sich von den Bewertungen ähnlich. Alle bisherigen Reviews auf Metacritic befinden sich ungefähr bei 81%. Die Presseberichte stimmen größtenteils darüber überein, dass der Landwirtschaftssimulator 22 ein würdiger Nachfolger mit kleinen Macken ist, der die Reihe sinnvoll fortführt und weiterentwickelt. Die Weltraumsimulation Star Citizen hat den Meilenstein von 400 Millionen US-Dollar per Crowdfunding geknackt.
Entwickler Cloud Imperium Games hat diese Errungenschaft per offizieller Roberts Space Industries Webseite veröffentlicht. Insgesamt rund 3,3 Millionen Nutzer haben sich indes als Star Citizens registriert. Die Entwickler haben auf der offiziellen Webseite weitere Statistiken bekannt gegeben. So gibt die Crowdfunding-Timeline weitere Meilensteine der Finanzierung wieder. Alleine am 19. November konnten 877.891 US-Dollar gesammelt werden. Im gesamten zurückliegenden Monat Oktober war es die stolze Summe von 8 Millionen Dollar. Im vergangenen Mai knackte Star Citizen die 350 Millionen US-Dollar-Marke bei rund 3 Millionen registrierten Nutzern. Es brauchten also nur 8 Monate, um die weiteren 50 Millionen US-Dollar bis zur heutigen Summe zu erreichen. Star Citizen startete als Crowdfunding-Projekt von Chris Roberts bereits im Jahr 2012. Die Entwicklung ist nach wie vor von dem Wohlwollen der investierenden Nutzern abhängig. Weitere Einnahmen für Star Citizen werden zudem mit dem Verkauf von Starterpacks, Abos und virtuellen Weltraumschiffen erzielt. Bis zum Ende des Jahres soll laut Roadmap von Star Citizen das Update 3.16 erscheinen. Update 3.17 ist für das erste Quartal 2022 angedacht, während Update 3.18 für das zweite Quartal geplant ist. Weitere Release-Termine gibt es nicht. Somit heißt es weiterhin, Füße stillhalten und sich in stoischer Geduld üben. Im Gegensatz zu Star Citizen aber haben die nächsten PCGH-News einen Release-Termin, nämlich nächsten Samstag. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Lasst es euch gut gehen und bis dahin.